Hallo liebe Zuseher unseres Woodwalker, Wildlife und Hunting Kanals. Wir freuen uns, euch heute ein Video zu zeigen, das sich von den bisher gezeigten Jagdvideos auf unserem Kanal stark unterscheidet. Wir erzählen euch die aufregende Geschichte der Erlegung meines Lieblingskeilers, die sich vor rund 7 Jahren ereignet hat. Es war am Morgen eines herrlichen Wintertages. Es lag Schnee, es wehte ein kräftiger Wind. Sonne und Wolken wechselten sich ab. Überall im Revier hatten die Wildschweine nach Eicheln und Engerlingen gesucht. Gemeinsam mit einem Jagdfreund gingen es hinaus ins Revier, als wir plötzlich beim Vorbeifahren vom Auto aus ein Stück Schwarzwild entdeckten. Ich fuhr bis zu einer Weggabelung weiter, wo ich mein Jagdauto abstellte. Meine Überlegung war, dass ich das Wildschwein durch den Einstand drücken und über den Forstweg ziehen würde. So warteten wir eine geraume Zeit. Als das Wildschwein dann doch nicht auftauchte, pirschten wir zurück, wo wir es zum letzten Mal in Anblick hatten. Durch den starken Wind waren die Geräusche, die wir im Schnee beim Pirschen verursachten, für das Wild nicht oder nur schwer zu vernehmen. Immer mit dem Blick auf den Boden, der Fährte nach. Es war mittlerweile 11 Uhr vormittags. Der Wind war noch immer stark und sehr böig. Dies waren jedoch ideale Bedingungen, um dem Wildschwein zu folgen. Die Fährten waren sehr gut im Schnee zu erkennen. Kein Schwein in Sicht. Das ist sicher weit weg. Dann folgte eine spannende Pirsch auf der frischen Keilerfährte. Schritt für Schritt, immer wieder die Umgebung prüfend, ging es durch dick und dünn voran. Wie die Pirsch verlief, zeigen wir euch in dem nun folgenden Videomaterial. Für einen passionierten Schwarzwildjäger ist die Erlegung eines Keilers bei Schnee schon etwas Besonderes. Wenn man jedoch der Fährte eines Keilers in freier Wildbahn um 11 Uhr vormittags bei strahlendem Sonnenschein folgt und ihn dann eine Stunde später auf 30 Meter erlegen kann, ist das ein Erlebnis, das vermutlich nur einmal in einem Jägerleben vorkommt. So, wir verfolgen jetzt einen Keiler. Beziehungsweise wir gehen die Fährte aus, die wir vorher ausgegangen sind und den Keiler erlegt haben. Das war genau der Weg, den wir gegangen sind. Schon jetzt auf der Fährte vom Keiler. Da ist er nämlich gegangen. Da ist seine Fährte. Dann sind wir der Fährte einfach nachgegangen. Da. Und da hat man gesehen, dass das ganz, ganz frisch ist. Ne? Da hat den Auswurf. Gelöst. Da vorne auch. Und dann war es da jetzt ziemlich schwer, die Fährte zu halten. Das war der Weg, wo ich nicht gewusst habe, in welche Richtung er gegangen ist. Ist er da runtergegangen, geradeaus hinunter, oder steht er da irgendwo? Und
dann habe ich die Fährte entdeckt und sind wir dem Keller nachgegangen. So. Dann ist er davor. Da ist schön die Fährte zu sehen. Da über den Weg drüber. Jetzt wird es dann ein bisschen dichter. Da ist auch sehr schön zu sehen, dass das ganz frisch ist. Und da hat er sich jetzt da so hinüber gedreht. Das ist da eine. Sich da hinunter gedreht. Da sieht man überall die frischen Ausrisse. Dann habe ich gewusst, okay, da in den Dichten, da könnte er irgendwo drin stehen. Da ist dann ein bisschen dichter geworden. Unwegsames Gelände. Und dann sind wir da durch die Buschen gegangen. Ganz vorsichtig natürlich. Und so jetzt. Immer dichter rein ins Gestrüpp. Fichten. Ein frischer Aufbruch. Und dann sagt der Michi, wo steht dort? Da ist jetzt sehr spannend geworden. Weil da ist der Keller links, aber von der großen Föhre ist er links davon gestanden. Ich habe ihn jetzt schon vorgezogen. Ja, und dann habe ich mich angepirscht und das zeige ich jetzt auch wie. Und zwar, der ist dort gestanden. Ich bin daher, immer weiter, so, das sind meine Fußspuren. Dann habe ich es da probiert, so an dem Baum angelehnt, dahin, das war mir aber noch zu wenig nah. Dann bin ich da weiter gepirscht. Daher ganz vorsichtig. Dann bin ich da gestanden. Das war mir dann immer noch nicht und er ist praktisch rechts zwischen Buche und Föhre. Habe ich ihn gesehen. Dann habe ich gedacht, na, der Wind hat super gepasst. Es soll immer wieder Windböen kommen. Dann bin ich da hergegangen und da ist dann dieser Ast gewesen, auf den ich aufgelegt habe und dann war es eigentlich kein Problem mehr, da einen Teleschuss anzubringen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wieso wir nicht weiter gefilmt haben, als wir der Fährte des Kellers folgten. Die Frage ist einfach zu erklären. Mein Jagdfreund und ich waren so mit dem Halten der Kellerfährte beschäftigt, dass er völlig auf das Aktivieren der Kamera vergaß. Ich hoffe, dass die Erzählung dieses Jagderlebnisses unmittelbar nach der Erlegung trotzdem zeigen konnte, wie spannend diese Pirsch war. Vor allem die letzten Meter bis zur dünnen Buche, als ich das Wildschwein unmittelbar schon vor mir hatte und darauf achten musste, nur keine falsche Bewegung zu machen,
waren an Spannung nicht zu überbieten. Ich sah vorerst nur den Zimmer. In dem Moment, als der Keiler aufwarf und ich die Waffen blitzen sah, ließ ich die Kugel auf den Teller fliegen. Beim Herantreten an den Keiler zeigte sich erst, was hier vor uns lag. Ich wünsche jedem passionierten Schwarzwildjäger zumindest einmal in seinem Jägerleben ein derartiges Erlebnis. Weidmanns Dank und Weidmanns Heil. Da liegt der Keiler. Da liegt jetzt der Keiler. Den Wahnsinnskeiler. Ja, bist denn du? Das ist der Schuss.